Berlin schockt Immobilienbesitzer und macht ernst, denn Berlin will Immobilien enteignen. Das sehen wir uns im ersten Teil des heutigen Videos an. Im zweiten wird es richtig spannend. Wir sehen uns 4 Varianten an. Wie kannst du eigentlich deine Immobilien schützen? Ja, von dem her heute viele Grüße hier aus Mauritius. Ein bisschen kann man es hier aus dem Fenster sehen. Ja, sehr, sehr schönes, spannendes Land bzw. Inselstaat, das wir hier haben, und bin ja auf interessanten Recherchen. Ja, und dem her schön, dass du heute wieder auch zugeschaltet hast zu dem wöchentlichen Tippvideo, das es inzwischen hier auf YouTube bereits seit fast 10 Jahren gibt. Ja, es ist ein neues, eigentlich skandalöses Gesetz und reagiert auf den Berliner Volksentscheid 2021, der die Vergesellschaftung großer privater Wohnungsunternehmen fordert. Ja, es soll den rechtlichen Rahmen schaffen, um Wohnungsbestände in Gemeineigentum zu überführen. Das heißt, genau, Enteignungen. Ja, und solche Indikatoren für eine Vergesellschaftung, also Enteignung, die werden auch festgehalten. Und zwar ist es möglich, wenn Unternehmen dauerhaft gesetzliche Vorgaben missachten, zu wenig investieren, Gewinne abschöpfen oder, also das heißt, auch wenn nur 1 oder 2 Punkte vorliegen, kann es bereits gemacht werden, oder Klimaziele nicht einhalten. Das ist spannend, oder? Ja. Also extrem vage, ja, also extrem viel Ermessensspielraum. Ja, und natürlich ein ganz, ganz spannender Testballon bzw. Blaupause für Deutschland. Wo geht's denn hin? Denn jetzt haben wir endlich mal ein Gesetz, das den Artikel 15 Grundgesetz, ja, auch mit dem Thema Eigentum, ne, das muss ja auch dem Allgemeinwohl dienen und Co. Ja, und es hier bundesweit wegweisend sein könnte. Das Bundesverfassungsgericht wird über die Zulässigkeit noch entscheiden und mit Signalwirkung auch für andere Länder. Also fassen wir das Gesetz einmal zusammen. Es betrifft große private Wohnungsunternehmen ab 3.000 Wohnungen. Ja, und die Vergesellschaftung ist möglich bei dauerhaften Pflichtverletzungen, Verstößen auch gegen Klimaziele. Das Inkrafttreten soll frühestens 2 Jahre nach Verkündung sein, also ca. 2028. Ja, und kann bundesweit als Modell und Blaupause dienen. Ja, und übrigens, was aber, wenn es zum Beispiel abgesenkt wird auf 300 Einheiten danach, wenn es dann in Kraft getreten ist, auf 30, auf 3, vielleicht auf 1, wer weiß. Und von dem her aber auch einfach mal eine persönliche Meinung, wie ich das Ganze sehe und interpretiere. Ein solches Gesetz ist nämlich definitiv wirtschaftsfeindlich. Es ist eine Sondersteuer auf Erfolg, was aber ja ganz normal ist in sozialistischen Ländern, also bei dem ja dort nichts Außergewöhnliches. Es ist marktfern, ja, in dem Fall erstellt von inkompetenten Politikern, die versuchen, schlauer als der Markt zu sein, aber im Sozialismus und auch generell immer und immer wieder in der Historie auch versucht. Hat noch nicht funktioniert, aber sicherlich dieses Mal. Ja, und es ist klar ideologisch motiviert. Das heißt, wir steuern in Richtung DDR 2.0. Und das kann, wie gesagt, Schule machen, und solche horrenden Berliner Ideen könnten zukünftig bundesweit umgesetzt werden. Und mal so eine Frage: Würdest du in einer Stadt und in einem Land investieren, wo Enteignungen diskutiert werden? Also ich persönlich nicht. Ich bin dort auch nicht investiert. Und du? Ja. Warum ist es auch von dem her wichtig für jeden Immobilienbesitzer? Schauen wir uns einfach nochmal ganz schnell zusammengefasst die Situation an. Der Professor Dr. Bernd Raffelhüschen, der rechnet eben nicht nur die offizielle Staatsverschuldung hoch, sondern auch die implizite, also alles, was an zukünftigen Zahlungsverpflichtungen auf uns zurollt. Und er kommt auf einen Betrag von fast bis zu 20 Billionen Euro. Da könnten wir jetzt auch schon deutlich drüber sein. Also da war auch zum Beispiel die ganze Aufrüsten, Verschuldung und so weiter. Das war noch gar nicht mit drin. Also wir liegen inzwischen hier bis zu über 20 Billionen Euro. Ja, wenn wir uns anschauen, Immobilienvermögen macht hier nur einen Bruchteil davon aus. Tja, das heißt, selbst wenn wir alle Immobilienvermögen deutschlandweit enteignen sollten, können wir die Gesamtverschuldung nicht bezahlen. Und darüber sollten wir uns vielleicht mal Gedanken machen, gerade wenn man Vermögen, viel Vermögen in Deutschland bzw. in der EU hat und erst recht in unserem Kontext natürlich mit Immobilien. Wir hatten dieses Thema, auch wie man sich jetzt vorbeugen kann, das ist jetzt der zweite Teil von diesem Video, auch schon in einem VIP Live, und ich fasse es dir heute noch einmal zusammen. Also, wie kann man sich ganz konkret schützen? Also, Punkt Nummer 1 und Variante 1, Eintragung eines Nießbrauchsrechts. Hier ist das Ziel eben die Trennung von Nutzung und Eigentum, um den Vermögenswert aus Sicht des Staates zu entwerten und den Zugriff zu erschweren.
Wenn du dir jetzt die Frage stellst, was ist denn ein Niesbrauchsrecht? Ja, das ist ein unveräußerliches und nicht vererbbares Nutzungsrecht an einer Immobilie. Und es ist nochmal deutlich mehr als ein Wohnrecht zum Beispiel. Es berechtigt nämlich zur Nutzung und zum Bezug der Erträge, zum Beispiel die Mieteinnahmen, ohne Eigentümer zu sein. Eigentümer ist jemand anders, aber du kannst es nutzen zum Beispiel und du kannst, wenn es vermietet ist, diese Erträge auch erhalten. Es gibt unterschiedliche Formen. Zum einen gibt es das Vorbehaltsniesbrauchsrecht. Eigentum wird hier zum Beispiel eben an Kinder übertragen. Ein bisheriger Eigentümer behält das Niesbrauchsrecht, das heißt die ganzen Rechte daran. Und es gibt auch einen Zuwendungsniesbrauch. Eigentümer gewährt hier einem Dritten, zum Beispiel einem Ehepartner, das Nutzungsrecht. Vorteile sind vom Niesbrauchsrecht: Es schützt vor Zugriffen durch Gläubiger und den Staat, da das Niesbrauchsrecht im Grundbuch eingetragen ist und bestehen bleibt, auch bei Zwangsversteigerung. Und es ist flexibel gestaltbar hinsichtlich Dauer, Umfang und wirtschaftlicher Ausgestaltung. Es ist also eine relativ einfache, schnelle, interessante Möglichkeit. Aber auch Punkt Nummer 2 ist interessant, und zwar eine Grundschuld zu Schutzzwecken eintragen. Hier ist das Ziel, die Immobilie sichtbar zu belasten, um den Zugriff durch Staat oder Gläubiger unattraktiv zu machen. Erstmal auch hier, was ist denn eine Grundschuld? Es ist eine Belastung im Grundbuch, die nicht zwingend mit einer Darlehensschuld verbunden werden muss. Das heißt, es muss kein Darlehen geben. Und jetzt das Spannende: Es kann auch zugunsten des Eigentümers selbst eingetragen werden, eine sogenannte Eigentümergrundschuld. Ja, und hier gibt es auch unterschiedliche Varianten oder Möglichkeiten. Du kannst nämlich die Grundschuld zugunsten eigener Firmen, Stiftungen, Genossenschaften oder vertrauter Dritter ausstellen. Ebenfalls interessant ist der Punkt Nummer 3, eine Auflassungsvormerkung und eine solche eintragen zu lassen. Ja, also was ist eine Auflassungsvormerkung? Und zwar ist es ein Grundbucheintrag, der den Anspruch auf künftigen Eigentumsübertrag sichert. Und das ist typisch bei Immobilienkäufen. Da kennst du das Ganze und diesen Begriff in der Regel auch. Ja, es verhindert, dass der Verkäufer die Immobilie mehrfach verkauft oder belastet. Ist also sehr sinnvoll. Und jetzt kannst du auch hier in diesem Kontext ebenfalls nutzen. Ziel ist hier nämlich die frühzeitige Sicherung des Anspruchs auf Eigentumsübertragung und eben den Schutz der Rangfolge im Grundbuch. Ja, wie sieht es mit dem praktischen Einsatz aus? Denn auch ohne tatsächlichen Verkauf kann eine eigene Gesellschaft oder Person als künftiger Eigentümer begünstigt werden. Und das macht das Grundbuch für nachrangige Gläubiger, wie hier Zwangshypotheken und Co. und auch den Staat, unattraktiver, da der Anspruch auf Eigentumsübertragung bereits gesichert ist. Also ebenfalls eine interessante Möglichkeit. Wenn du dir auch die Frage stellst, kann man denn unterschiedliche Varianten hier auch quasi mehrfach nutzen, also mehrere von diesen Möglichkeiten? Das ist die klare Antwort: Ja. Also auch hier, du hast mehrere Möglichkeiten und hast dadurch ja mehrere Schlösser sozusagen vor deiner Immobilie. Und viertens, ab hier wird es ein bisschen intensiver, auch beratungsintensiver, und kann auch etwas mehr kosten, und zwar Nutzung von Eigentümerstrukturen, zumindest wenn sie auch neu geschaffen werden würden und müssten. Das kann sich lohnen, gerade wenn man viele Immobilien zum Beispiel hat und ein sehr hohes Vermögen, wie zum Beispiel GmbH, Stiftung und Genossenschaft. Also hier ist das Ziel, Immobilienvermögen eben nicht direkt privat zu halten, sondern über rechtliche Strukturen, die unter Umständen schwerer angreifbarer sind, oder auch verschiedene Freibeträge, die es dann vermutlich gibt, auch mehrere davon nutzen. Ja, was man auch zum Beispiel mit den Kindern oder mit anderen Personen auch kann, mit den anderen Varianten durchaus. Ja, Möglichkeiten sind hier: GmbH oder vermögensverwaltende GmbH bietet Haftungsbeschränkungen und steuerliche Vorteile. Dann auch die genannte Familienstiftung. Das Eigentum gehört dann nämlich der Stiftung, kann vor Erbschaftsproblemen und Gläubigerzugriff schützen. Ob jetzt vor dem Staat immer, und das ist auch generell so, das heißt, es ist immer schwierig, was wie wann kommt und wie Gesetze formuliert werden, was ist dort dabei und was nicht. Aber es ist einfach, ist wie bei so einer Zwiebel, dieses Zwiebelprinzip, einfach verschiedene Schichten. Ja, und die Genossenschaft. Anteile sind hier leicht übertragbar und Vermögen ist eben nicht direkt einer einzelnen Person, ähnlich wie bei der Stiftung, zuordnbar. Aber auch wie hier gilt, das Ganze hat Risiken und Grenzen. Zum einen das Transparenzregister und Meldepflicht machen viele Konstruktionen sichtbar, was die Schutzwirkung natürlich einschränkt, weil man das Ganze dann sehr, sehr einfach sehen und nachvollziehen kann.
Der Staat kann hier auch durch Gesetzesänderungen auch gegen Grundrechte zugreifen, die heute vielleicht so noch gelten, aber dann später möglicherweise nicht mehr. Allerdings sind solche Angriffe rechtlich schwer durchsetzbar, aber naja, was ist heute schon ausgeschlossen? Ein paar Worte noch zum Missbrauchsrecht. Das gilt übrigens als besonders stark und verfassungskonform. Ausländische Konstrukte können hier übrigens auch scheitern, wenn sie nicht wasserdicht aufgebaut sind, wie zum Beispiel im Fall Benko, dem österreichischen Immobilienmogul, der stark nach oben, aber auch nach unten wieder gefallen ist. Ja, und ganz wichtig, steuerliche und rechtliche Beratung ist zwingend erforderlich, um Fallstricke zu vermeiden. Und an der Stelle auch, wir haben dieses Thema sehr ausführlich mit einem versierten Anwalt besprochen in unserer Community und der auch die einzelnen Varianten abgewogen hat, noch mehr erläutert, als wir jetzt durchgegangen sind, Fragen beantwortet und Co. Findest du bei uns im internen VIP-Bereich. Wenn du das noch nicht bist, du findest den Link unterhalb von dem Video und dort kannst du dich auch gerne anmelden und dann direkt loslegen, auch mit dieser Einheit. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen, damit es dann eben kein böses Aufwachen und kein böses Nachsehen und Nachwehen gibt. Also schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich freue mich auf dich auch nächste Woche wieder. Genau an dieser Stelle, jetzt wie gesagt seit fast 10 Jahren inzwischen schon jeden Freitag ein neues Tippvideo. Ja, und dann wird es natürlich viel einfacher, durch diese schwierigen Finanzzeiten zu navigieren. Ich freue mich auf dich. Bis nächste Woche, dein Thorsten Wittmann.